Hallo ihr Lieben, als allererstes wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Glück im Jahr 2025, dass sich alle eure Wünsche erfüllen, Gesundheit, Zufriedenheit, viel Zeit zu basteln und alles, was ihr euch selber wünscht. Ich habe für dieses Jahr wieder einige Neujahrsvorsätze, natürlich wieder die Standarddinger, gesünder essen, mehr bewegen, ein bisschen abnehmen und so weiter. Aber auch bezüglich Basteln und diesem YouTube-Kanal habe ich noch einige Dinge vor. Und zwar, ich möchte meine UFOs bekämpfen. Was ist ein UFO? Ein UFO ist ein unfertiges Objekt. Das heißt, ich weiß nicht, ob das euch auch so geht. Ich fange immer alles an mit vollem Schwung und habe immer 1000 Ideen und mittendrin, vor allem wenn das so längerfristige Projekte sind oder es wird dann, ich weiß dann gerade mal irgendwie nicht so richtig weiter und muss erst nachdenken und das ist eigentlich schon, ja, dann sind die Sachen schon fast gestorben. Ich lege die dann zur Seite und bis ich dann wieder den Schwung habe in irgendwas, was schon liegen geblieben ist, mich wieder reinzudenken und das wieder, also ich fange schneller was Neues an, als dass ich irgendwas, wo auch wirklich nur noch ein paar Kleinigkeiten zu machen sind, dann fertigstelle. So. Das führt aber auch dazu, wenn ich jetzt 1000 Ideen habe, dass ich immer ein schlechtes Gewissen im Hinterkopf habe. Ne? Ich habe ja noch irgendwie Sachen, die da liegen und ich sehe die ja teilweise auch immer. Ne? Und wenn ich dann irgendwie Zubehör zusammensuche, dann finde ich lauter halbfertige Sachen. Das geht mir sowas von auf den Keks und das hemmt mich auch. Das bremst mich aus in gewisser Weise. So, also was mache ich? Das hier ist kein UFO in dem Sinne. Das hier ist aber etwas, wo ich auch schon längst mich hätte zu äußern müssen. Und zwar habe ich mal von der lieben Uta vom Kanal Bastelfriemelein mit Uta, habe ich 2 Signaturen gewonnen. Und da habe ich hier auch eine ganz süße Karte von ihr. Die ist peinlich, peinlich vom August 24. Ich habe es aber erst im Oktober zugeschickt bekommen. Ne? Also so viel muss man dazu sagen. Also 2 Monate muss man davon jetzt wieder abziehen. Sie hat mir ich habe die Signaturen gewonnen. Vielen Dank nochmal, ganz lieben Dank, Uta. Die sind sehr schön. Und da möchte ich natürlich das Journal daraus auch fertigstellen. Und weil sie hier eigentlich alles gebrauchtes Material benutzt hat, zu 98%, werde ich dieses Journal verbinden mit der Challenge von der lieben Kerstin unter dem Hashtag Junk mit House of Chaos Art. Das heißt, da werde ich diese Signatur nehmen und werde mit Junk aus dem täglichen Leben, ne, was man normalerweise wegwerfen würde, dieses Journal binden mit den Signaturen von der Uta. Das ist also UFO 1. Dann habe ich noch jede Menge andere, die zeige ich euch jetzt alle. Die sind grundsätzlich in 2 Gruppen unterteilt. Das heißt, ich habe hier einmal die Gruppe Sachen, wo man längerfristig drin arbeitet. Ne? Das sind also hier so Art Journals überwiegend, wo ich also jetzt nicht das Journal nehme und von vorne bis hinten durcharbeite und bin dann fertig, sondern da macht man mal hier was und mal da was und teilt sich das so ein bisschen auf. So, aber ich habe da grundsätzlich viel zu wenig drin gemacht. Dieses hier ist ein Journal, das ist mit Material erstellt, das ich von der lieben Uschi Stoffels bekommen habe, vom Kanal Junk Usi. Und das habe ich mir schon was reingelegt, womit ich weiterarbeiten will. Da habe ich bisher nur eine Seite drin gemacht, nämlich diese. Das ist ja total schade, weil das Journal ist wirklich sehr, sehr, sehr hübsch. Ich habe da auch schon ganz viele Ideen. Das hier habe ich mir für diese Seite schon zurechtgelegt. Passt farblich. So, also ich werde in diesem zukünftig mehr arbeiten und werde da auch ab und zu mal ein Video von hochladen. Dann habe ich dieses Art Journal, da habe ich 2 Videos mal zugemacht. Das eine ist noch gar nicht lange her, aber das Journal habe ich auch schon mindestens 1,5 Jahre. So, und dafür habe ich eigentlich, das habe ich hier alles außerhalb der Kamera gemacht. Das hier auch, dies habe ich vorbereitet, hier habe ich vorbereitet. Und darüber habe ich kürzlich mal ein Video gemacht. So, da sind ja auch noch zig Seiten über. Das heißt, das ist auch etwas, wo ich öfter drin arbeiten möchte, damit das fertig wird. Dann habe ich, wie man sieht, ist das so ein Salatrezeptbuch. Das habe ich als Gluebook benutzt. Und zwar
ist das schon, ich glaube, 3 Jahre her. Also ich würde das heutzutage auch gar nicht mehr so machen, aber es ist schon witzig zu sehen, was man vor 3 Jahren gemacht hat. Ja, hier habe ich also, ich blätter mal grob durch, einfach so Sachen aufgeklebt. Das finde ich auch gut für kalte Tage und dann hier so ein... Ja, also bis hier, nee, das noch. So, ab hier geht's los mit Salat. Das heißt, hier sind noch einige Seiten über. Ah, hier habe ich schon was. Also diese Seiten sind über, das ist ja übersichtlich. Damit das endlich mal fertig wird, von außen muss es auch noch gestaltet werden. Das werde ich wahrscheinlich, da werde ich euch jetzt nicht über jede Seite irgendwie ein Video machen oder so, aber ihr werdet es auf jeden Fall noch mal sehen und es wird fertig werden. Dann habe ich hier, das ist auch schon an die 3 Jahre alt, das ist hier so ein Art Journal vom Action, da habe ich mal diesen, ich weiß gar nicht, Buddha ist es nicht, da habe ich das hier mal raufgeklebt, so zur Beruhigung irgendwie. Und da habe ich Collagen reingemacht. Also jetzt, wie gesagt, das ist 3 Jahre her. Jetzt kommt eine ganz hässliche Seite, seid tapfer. Uah. Schnell weiter. So, das hier, das finde ich noch ganz schön. Und der Rest leer. Also, hier wird zukünftig was drin gemacht. Dann habe ich, das finde ich auch ganz süß, hier habe ich so... das sind von einem meiner Kinder. Ich habe ja 3 Kinder. Und das sind hier Bilder, da wusste keiner mehr. Ich habe also die Bilder von denen alles sortiert, habe denen so Mappen gemacht und so zur Erinnerung. Und da sind ein paar Bilder übrig geblieben, da wusste keiner mehr, von wem die waren. Und die habe ich mir jetzt einfach genommen und habe mir da so, die so zusammengebunden. Ne? Ja, die sind jetzt auch nicht so der Burner. Und die haben auch genug in ihren Mappen. Ne? Und da klebe ich Masterboards rein. Ne? Also wenn ich jetzt hier immer von einer Sorte irgendwie noch so ein paar Schnipsel über habe, dann klebe ich die hier rein und dann kann ich die bei Gelegenheit mal rausreißen und irgendwie verwenden für Taschen und so weiter. Ja, sind alle irgendwie unterschiedlich gestaltet. Das finde ich auch schön. Ja, und da sind auch noch einige Seiten über. Das heißt... auch mal einfach fertig machen. Dann habe ich, das habe ich jetzt erst kürzlich angefangen. Ne, wie gesagt, ich fange immer alles an und habe die anderen Sachen noch nicht fertig. Und so geht das nicht weiter. So dieses hier finde ich auch total schön. Herzensprojekt. Da habe ich einfach so Restpapiere aneinander geklebt. Von der anderen Seite auch. Habe mit so ein bisschen Gesso bestrichen, um diese unterschiedlichen Hintergründe so ein bisschen zusammenzubinden. Hier habe ich schon was reingeklebt. Hier habe ich auch schon angefangen. So, auf dieses Projekt habe ich richtig Lust. Aber hier habe ich mir schon Sachen auch rausgesucht, die ich da verwenden möchte. Das werde ich erst als letztes beginnen, weil das das Neueste ist, was ich gemacht habe. Das ist erst so 1, 2 Monate her. Und ich möchte erst was von den alten Sachen fertig machen, bevor ich dieses weitermache. Und dann, das ist sowieso der Knaller überhaupt, da kann ich jetzt so nichts weiter zu sagen, weil ich da die nächsten Tage noch ein Video zu hochladen möchte. Guckt euch die Seite noch an, die wird noch bearbeitet. Hier habe ich sogar ein Video schon vorbereitet, das ist halb fertig. Das ist vom Januar 2024. Das heißt, es ist sage und schreibe knapp 1 Jahr alt und es scheitert jetzt nur daran, dass ich diese Seite bearbeiten möchte und das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Also, das ist eins der ersten Sachen, die ich fertig machen werde. Ihr werdet das Video sehen. Dann habe ich Sachen, das sind nicht so Dauerbrenner wie dieses hier, also diese Art Journal und sowas, da macht man ja ab und zu mal eine Seite und da macht man in einem anderen mal eine Seite, das ist ja alles noch okay. Aber das hier sind Sachen, die liegen schon Ewigkeiten. Das hier ist der kleine Prinz auf Italienisch. Das hatte ich mir mal gekauft, um mein Italienisch ein bisschen mehr auszubauen. Weil ich dachte, es ist vielleicht gut, wenn ich ein Buch inhaltlich kenne und lese das dann auf Italienisch, dann verstehe ich ja mehr. Ja, so, und da habe ich einfach schöne Bilder reingeklebt. Hier kommt auch noch was drauf, aber ich fand das so sehr beruhigend, dieses weiße, cleane,
wo man dann einfach schöne Bilder sieht, die einen, hier kommt, nee, diese wollte ich lassen, damit man sieht, wovon das kommt, und hier kommt noch was drüber. So, ich habe also über die Schrift einfach schöne Bilder rübergeklebt. Mein Ziel war das dann immer, auf die leeren Seiten schöne Texte zu schreiben. Ich bin mittlerweile jetzt davon ab. Ich werde da nichts mehr raufschreiben. Ich werde Sachen raufkleben. Da habe ich also auch genug. Ich blätter hier mal so ganz grob durch. Das sind also alles so Bilder, wo man sich entspannt, wenn man die anguckt, ne? So, ich blätter hier gerade mal so. Hier ist noch eine Seite über. Da kommt natürlich noch was rauf. Und so, und da sind eigentlich nur noch ziemlich wenige Seiten offen. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum ich das nicht schon längst mal fertig gemacht habe. So, aber das ist genau das. Hierüber, ihr werdet ein Video sehen. Demnächst. Dann habe ich, hier habe ich mal angefangen, hier habe ich mir schon so Papiere und so zusammengesucht. Hier habe ich ein Folio angefangen. So im Stil, wie Shabby Dabby Duda das immer macht. Ne? So mit ganz vielen Flippies und so, und das wollte ich dann von außen mit Stoff bekleben, und da sollte also auch noch wesentlich mehr rein. Und hier habe ich mir schon Material zusammengelegt, gesucht und so. Ja, und seitdem liegt es, ne? Und hier habe ich mir auch schon so ein kleines Zusatzjournal fertig gemacht. Das soll hier eingebunden werden, so mit Taschen. Das gehört hier also thematisch dazu, ne? Ja, liegt seit einem halben Jahr, wird fertig gemacht. Dann habe ich seit 2 Jahren das hier. Das ist auch völlig unüblich eigentlich, schon ein bisschen eingestaubt. Das ist sehr clean. Hier eine alte Tischdecke drin. Oh, das ist total eingestaubt. Oh Mann. Ja, so in rosa Mint gehalten. Da habe ich eigentlich, oh, hier habe ich noch Zubehör, das mit rein soll. Okay, okay. Das ist nichts Dolles. Da habe ich mal von einer jungen Dame Zubehör geschenkt bekommen. Das Journal liegt mir an der Seele rein inhaltlich. Also wenn ich dieses Journal sehe, denke ich an die Dame, und ja, das ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl. So, also woran es hier noch scheitert ist, es muss eingebunden werden, und dann habe ich mir hier diese Borten schon mal gekauft gehabt. Da wollte ich teilweise noch ein bisschen mit verzieren. Das ist auch nur ein Rangehen. Ich denke mal, in spätestens 2 Stunden hat man das fertig. So, ich muss es einfach nur machen. Wird gemacht. Dann habe ich, das ist so, boah, hier habe ich Kleinzeug drin. Das ist mein Flower Fairy Journal Grungy, also das Grungy Flower Fairy Journal. Das habe ich gemacht vor auch fast 2 Jahren und habe hier auch schon Zubehör liegen, also dieses Buch, wo ich noch Seiten dazu nehmen kann, hier ein Stempel, Papiere, hier auch noch Bilder und so weiter. Also hier habe ich jede Menge, ich wundere mich gerade, was ich hier alles so habe. Hier auch noch Bilder von den, also Postkarten von den Flower Fairies. Oh, das reicht ja für 5 Journals hier. Ja, also so ist das dann, ne? Man tut hier Zeug rein, das könnte ich ja auch für andere Sachen verwenden. Ja, das muss dringend fertig gemacht werden. Das ist auch nichts Wesentliches mehr. Die Signaturen sind ja schon fertig, müssen nur eingenäht werden und ein bisschen Dekoration ran. Wird gemacht. Und dann habe ich hier noch 2 Cover. Dieses hier, da habe ich mal ein Video zu gemacht. Da war hier noch Spitze oben unten, die habe ich kürzlich abgerissen, weil so schwarze, dicke, so Häkelborte, das fand ich hier, das war zu wuchtig für die Blumen. So, und hier weiß ich noch nicht, gefällt mir das überhaupt? Mache ich das weiter? Schmeiße ich es einfach weg? Ja, keine Ahnung. Also, es liegt da und es soll einfach nicht mehr rumliegen. Entweder ich entsorge es jetzt wirklich oder ich mache was mit. Die 2 Optionen gibt es jetzt. Ja, und dann habe ich das hier, das habe ich ein halbes, dreiviertel Jahr her, da habe ich mal ein Video gemacht über diese Puzzleteile, die ich von der lieben Uschi vom Kanal Junk Usi bekommen habe. Ja, da steht schon Rosentulpen-Nelken drauf. Da sollen jetzt einfach blumentechnisch
Signaturen rein und ein bisschen gestaltet werden. Ja, ganz grundsätzlich, wie es auf dem Kanal weitergeht. Also in diesem Jahr hatte ich jetzt ziemlich große Lücken auch drin, auch im letzten Jahr. Ich möchte gerne wieder dazu übergehen, dass ich einmal pro Woche ein Video habe. So ist das Ziel. Wenn es nicht klappt, zumindest alle 2 Wochen. Das ist also wirklich, wirklich mein großes Ziel. Dann, ich möchte keine Sachen mehr machen, die mich ausbremsen. Das heißt, in dieses Journal kommen ja also locker 3 Signaturen rein. Ich mag das aus verschiedenen Gründen nicht mehr. Ich mag es einmal nicht mehr, wenn ich das Journal benutze. Wenn da so viele Signaturen sind, ich habe da sagen wir mal 100 oder 4 Signaturen, 10 Seiten, habe ich 160 Seiten zu schreiben und zu gestalten. Das ist mir zu viel, weil dadurch, dass ich ja ständig neue Ideen habe und auf die neuen Sachen zurenne, ist mir das zu viel, wenn ich in einem Journal so viele Seiten arbeiten muss. Das heißt, ich mag es nicht vom Gestalten, ne? Das schaffe ich ja nicht irgendwie, sagen wir mal, in ein paar Tagen, sondern da ist man ja ziemlich lange mit beschäftigt, wenn man so ein Journal gestaltet. Also es ist ja nicht nur die Seiten einbinden, sondern die Ephemera herstellen und die Cluster machen und die Tags und die Journaling-Karten und die Taschen und ihr wisst es selber. Ich möchte gerne kleine, schnuckelige, dünne Journals machen. Ne? Also bei mir gibt es demnächst nur noch, so wie dies hier zum Beispiel. So. Hier ist eine Signatur drin. Ne? So. Und das ist übersichtlich. Das heißt, das hat man, wenn man will, relativ flott gestaltet. Ne? Und selbst wenn ich das dann nehme zum drin arbeiten, also ich habe oft, dass ich Journals habe für so ein gewisses Thema. Weiß ich habe das Thema Gesundheit und das Thema Dankbarkeitsjournal und dann eins für irgendwie eine spezielle Reise irgendwo hin. So, und da kann ich so eine dicken Klopper auch einfach gar nicht brauchen. Ne? Also mit diesen kleinen, entspricht also mehr mir. Ihr werdet demnächst also nur noch kleinere Journals sehen. Also ihr werdet bei mir zukünftig nur noch kleine Sachen sehen und Sachen, die ich in einem Video rund machen kann. Ne? Dann werde ich eben so ein Journal nicht mehr in allen Einzelschritten zeigen, wie ich das gestalte oder mache, sondern werde das ein bisschen mehr komprimieren. Ne? In einem Journal machen wir dann mehr, wird der Schwerpunkt mehr auf die Bindung gelegt und in einem wird der Schwerpunkt mehr auf die Gestaltung der Ephemera gelegt, so dass man insgesamt, wenn man da mehrere sieht, dann trotzdem ein rundes Bild bekommt. Ne? Aber Reihen wird es bei mir nicht mehr geben. Challenges. Ich mache jetzt noch mit bei der Hashtag Junk mit House of Chaos Art. Aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil ich ja die Signaturen von der lieben Uta da noch liegen habe. Diese hier. Einmal, weil ich hier natürlich unbedingt was draus machen möchte. Und weil ich diese Aktion Junk mit House of Chaos Art, also aus Junk und aus Müll was zu machen, weil das genau dem entspricht, was ich gerne mache. Ne? Also ich arbeite auch sehr, sehr, sehr gerne. Wer also schon meinen Kanal länger verfolgt oder schon mehrere Videos geguckt hat, der weiß das. Ich arbeite also sehr gerne mit Dingen, die schon in der Welt sind. Das hat auch den Nachhaltigkeitsansatz. Also mir ist es 100-mal lieber, ich hole mir irgendwie gebrauchtes, also was heißt gebraucht? Stickgarn, das irgendwo übergeblieben ist von eBay Kleinanzeigen und verwende das, als dass ich zum kleinen A oder großen A gehe und in Plastiktüten verpackt, aus China hergeschifft, Material verwende. Also das ist mir ein Herzensprojekt grundsätzlich, dass ich mit den Dingen arbeite, die da sind. Ne? Wenn das Sachen sind, die sonst im Müll fliegen würden, umso besser, aber auch anderes Material, wenn jemand einen Stempel verkauft, den er sonst irgendwie auch wegwerfen würde, den er nicht mehr haben will und ich verwende den weiter, ist das doch super. Also das, wie gesagt, das ist grundsätzlich, ihr könnt das alles machen, wie ihr wollt. Also es ist keine Belehrung oder Bashing oder sowas. Ne? Also macht das, wie ihr wollt. Aber ich arbeite gerne mit Müll und gebrauchten Sachen. Dann möchte ich auch gerne ab und zu mal Sachen machen, die off-topic sind. Ne? Das heißt, das waren ja jetzt zum Beispiel auch die Weihnachtsanhänger, die ich gemacht habe. Also ich beschränke mich nicht nur auf
Junk Journal oder auch auf Art Journal, sondern ich mache teilweise auch noch andere Sachen. Vielleicht auch mal was mit Nähen oder wenn ich mich mal dran gebe, auch mal mit Häkeln oder, ne, das, also mein Kanal ist da breiter gefasst. Ich weiß auch, dass das dem Kanal selber nicht sonderlich gut tut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel immer Vintage-Sachen mit Blumen und Journal bezogen mache, ne? Dann habe ich natürlich Zuschauer, die gerne Vintage-Blumen Journal mögen. So, das heißt, wenn ich da jetzt ein, zwei Videos die Woche mache, dann kann ich davon ausgehen, dass die Videos auch gucken. Das tut natürlich dem Algorithmus gut und das tut dem Kanal dann insgesamt gut, ne, von der Entwicklung her. Wenn ich jetzt mal ein Art Journal mache, also mal eine Seite im Art Journal, mal was im Junk Journal, mal male ich mit Aquarell, ist das schon schlechter, weil die Leute, die mit Aquarell und sowas nichts machen, sondern nur Junk Journal, die gucken natürlich die Aquarell-Videos schon nicht. Oder die abonnieren den Kanal sogar, weil man ja auch Sachen macht, die langweilig finden. So, das heißt, ist schon eingeschränkter. Wenn ich jetzt noch anfange, ich bastel Weihnachtsanhänger und jetzt male ich mal ein Bild und jetzt mache ich eine Patchwork-Decke zum Beispiel. Das schränkt das Ganze immer noch mehr ein. Ich habe mich aber entschieden, dass ich das trotzdem mache, weil erstens muss ich von dem Kanal zum Glück nicht leben. Ich habe da also den riesen Vorteil, wenn Leute die Videos gerne gucken und mögen das, was ich mache, dann ist es gut. Und wenn's keiner guckt, ist es auch gut. Das ist natürlich nicht so schön, ne? Weil ich mache das ja letzten Endes für euch. Aber also ich werde nicht verhungern, wenn ihr meine Videos nicht guckt. Versteht ihr, was ich meine? So, und dann ist es ganz wichtig, dass ich Spaß an dem Kanal habe. Wann habe ich am meisten Spaß? Ich habe am meisten Spaß, wenn ich Sachen mache, die ich liebe, ne? Die ich selber gerne mache. So, und wenn ich halt also ich werde keine Sache, also deswegen brauche ich auch keine Kooperationen oder ähnliches. Ich brauche mich nicht zu verbiegen oder irgendwas, ne? Sondern ich mache wirklich das, wenn ich jetzt Lust habe, ich werde jetzt mal was häkeln, dann häkel ich eben, ne? Das, ja, und wenn ihr das gucken mögt, umso besser, ne? Versteht, was ich meine. Also ihr werdet bei mir auch Off-Topic-Sachen sehen, das war also das Thema. Ja, ich habe mich jetzt ja auch wieder ziemlich eingezurrt, sage ich jetzt mal. Also ich habe euch ja jetzt auch mehrere Videos versprochen, die ich machen werde. Das habe ich jetzt aber auch ganz bewusst gemacht, obwohl das jetzt in mir auch ein bisschen Druck erzeugen wird, weil ich weiß, dass diese Sachen, die ich so einmalig fertig machen möchte, dass das relativ flott geht. Also dieses zum Beispiel. Und weil auch meine Intention jetzt absolut derart ist, dass ich die Sachen fertig machen möchte bzw. verwenden möchte. Also diese hier, da werdet ihr ab und zu mal was sehen. Dieses hier werde ich in einem Video fertig machen. Hier werdet ihr wahrscheinlich auch ein Video zu sehen. Hier mehrere. Ich wünsche euch ein wunderschönes Jahr 2025. Kommt gut rüber. Wir sehen uns in alter Frische im neuen Jahr mit großer Motivation. Macht's gut, bis dann. Tschüss.